Stell dir vor, du bist an einer Weggabelung in deinem Leben. Du weißt nicht, wie du dich entscheiden sollst. Wen hättest du am liebsten an deiner Seite? Einen Berater, der dir sagt, welchen Weg du nehmen sollst? Einen Mentor, der den Weg mit dir geht? Oder einen Coach, der dir hilft zu erkennen, welches der richtige Weg ist? Wir schauen uns heute an, was Coaching von anderen Beratungsbereichen wie Mentoring oder Consulting oder Therapie unterscheidet. Vielleicht ist es das, was du tatsächlich als nächstes brauchst. Hallo, mein Name ist Oliver Münch. Ich bin Business Coach. Auf diesem Kanal geht es darum, gesund und produktiv zu arbeiten. Coaching ist eine professionelle Beziehung zwischen Einzelpersonen oder Teams, um ihnen dabei zu helfen, Ergebnisse zu erzielen oder mit Schwierigkeiten umgehen zu können. Sinn von Coaching ist es nicht, Leuten Lösungen vorzugeben, sondern eher Fragen zu stellen und im Coachee, also demjenigen, der das Coaching in Anspruch nimmt, den Erkenntnisprozess zu starten. Coaching ist dabei immer zielorientiert und es geht darum, klare, erreichbare Ziele zu setzen, die ich am Ende von meinem Coaching dann umsetzen kann. Strategien zu entwickeln. Und ich würde gerne diese unterschiedlichen anderen Beratungsformen noch in eine Übersicht einordnen. Und eine Möglichkeit ist, dass ich das unterscheide in wie viel Expertise, also wie viel Detailwissen ist eigentlich notwendig. Und da ordnet sich das Coaching nicht auf der Ebene ein, wo ich besonders viel Expertise habe, sondern an der Stelle, wo es eher um Prozess oder Allgemeinwissen geht. Allgemeinwissen. Und auf der anderen Ebene habe ich Befähigung oder Unabhängigkeit, also Dinge selbst zu lösen. Befähigung und Unabhängigkeit. Im Gegensatz zu, vielleicht etwas überspitzt formuliert, einer Abhängigkeit. Und Coaching wäre an der Stelle tatsächlich eher in diesem Bereich anzusiedeln, weil es darum geht, einen Coachee zu befähigen, seine Probleme selbst zu lösen und ein Coach nicht mit Expertenwissen zu einer konkreten Branche ausgestattet sein muss. Ganz im Gegensatz dazu steht der Berater. Berater sind Menschen, die in meinem Verständnis ähm, Lösungen für konkrete Probleme haben, die einen beraten können, weil sie eine konkrete Spezialrichtung haben, Unternehmensberater oder IT-Berater, die also wirklich Expertise in einem Bereich haben und die uns dann mit Lösungsvorschlägen versuchen, das Leben leichter zu machen. Der Nachteil daran, in zumindest dieser reinen Form, besteht darin, dass wir nicht dazu angehalten sind, das reproduzieren zu können oder zu müssen. Und das ist mit Abhängigkeit gemeint. Wir sind also, wenn ein neues Problem auftaucht, im Zweifel nicht in der Lage, dann das neue Problem zu bewältigen, sondern sind auf die Lösung eines neuen Beraters angewiesen. Ein Mittelding dazu stellt das Mentoring dar. Mentor ist ja jemand, der selbst durch lange Praxiserfahrung in einem Bereich eine sehr gute Expertise hat und jemand, der uns über einen Zeitraum auch begleiten kann, um selbst vielleicht diese Expertise zu gewinnen, der aber nicht dafür da ist, uns mit Lösungen zu präsentieren, sondern eher mit übergreifendem Wissen aus seiner Branche, in der er tätig ist oder sie, für den Weg fit zu machen. Deswegen ist ein Mentor jemand, der eher dann im Mittelfeld angesiedelt ist. Schwierig
In diese Grafik hier einzuordnen ist dann das Thema Therapeuten oder Therapie. Ähm, Dabei handelt es sich auch um Menschen mit einer sehr großen Expertise für psychologische Fragen. Und schwierig ist es deswegen, weil ich für die Themen, die wir bisher betrachtet haben, auch präventiv tätig werden kann. Das heißt, ich muss gar nicht in eine schwierige Situation geraten sein. Ich kann auch vor einer Entscheidung ein Coaching in Anspruch nehmen oder bevor ich ein konkretes Problem habe, mir Beratung dazu suchen. Ähm, Therapie hat meistens den Seiteneffekt, dass es dann angewandt wird, wenn ich eigentlich schon ein Problem habe, um das Problem zu lösen. Und gleichzeitig lässt sich es auch deswegen nicht gut einsortieren, weil natürlich dieses konkrete Problem vielleicht nie wieder auftaucht. Das heißt, wir eine Art von Abhängigkeit ähnlich wie einer Beratung haben, gleichzeitig aber auch die allgemeinen Fähigkeiten von dem äh, Menschen, der in eine Therapie geht, zu entscheiden, was kann ich vielleicht grundlegend ändern, äh, gefördert werden. Ich würde deswegen Therapie tatsächlich sehr hohe Expertise, aber auch sehr große Fähigkeit, eigentlich den ähm, Klienten selbst zu befähigen, seine Probleme zu lösen, hier einordnen. Das verdeutlicht vielleicht so ein bisschen, was die Unterschiede zwischen den einzelnen Beratungsformen sind. Und gleichzeitig kann ich noch 4 Einzelaspekte vom Coaching rausgreifen, auf die es vielleicht lohnt, mal zu achten. Das erste, hatte ich schon angedeutet, ist die Lösungsorientierung. Also es geht auch häufig nicht darum zu erkunden, ähnlich oder ganz anders als vielleicht bei der Therapie, warum die Situation gerade so ist, sondern gemeinsam einen Weg zu finden, wie man gut zu einer Lösung kommen kann. Ähm, also auch wirklich in die Zukunft geschaut und um einen guten Weg zu beschreiten, wie man es zukünftig angehen kann. Das zweite ist im Coaching sehr stark, es geht eher um Fragen als um Antworten. Es geht nie darum, einem Coachee mit Antworten auszustatten, sondern eher die Antworten im Coachee selbst aufkommen zu lassen. Dass es eine Antwort ist, die in uns selbst etwas zum Klingen bringt, mit der wir etwas anfangen können. Starke Erkenntnis, dass eine Lösung, die ich präsentiere, ähm, die vom Gegenüber, aber von dem Coachee nicht gefühlt wird, muss ich vielleicht sogar etwas dagegen Widerstände bilden, dass die dann einfach nicht gut umgesetzt wird und deswegen eigentlich keine gute Lösung sein kann, sondern es muss etwas sein, was beim Coachee selbst Anklang findet. Punkt 4 ist auch eine große Selbstverantwortung. Coaching ist nichts, ich hole mir keine Lösung ab. Das ist, glaube ich, auch der kritische Punkt dahinter, sondern ich bin selbst in der Verantwortung, erstens mir jemanden zu suchen, der mir bei meinem Problem hilft. Zweitens daran zu arbeiten, was für mich die beste Lösung ist, durch Unterstützung des Coaches. Und drittens aber dann tatsächlich auch das für mich umzusetzen. Und der letzte Punkt, was es vielleicht noch abhebt von anderen Formen, ist, dass es sich um eine Beziehung auf Augenhöhe handelt. Also beim Mentoring ist es so, dass man den Mentor, dass es ja jemand ist, den man respektiert, den man aufgrund seiner langen Erfahrung wertschätzt und vielleicht sogar zu ihm aufschaut. Beim Berater auch durch seine große Expertise jemand, der einen anderen Status hat. Im Coaching geht es darum, jemanden zu haben, mit dem man auf Augenhöhe über seine ähm, Herausforderungen, Schwierigkeiten oder auch bevorstehenden Entscheidungen vielleicht redet. Eine Coaching-Session beginnt meistens damit, dass ich mir ganz klar mit meinem Coachee Gedanken mache, was ist eigentlich das Ziel der heutigen Session? Was ist das, was mich gerade bewegt, was ich umsetzen möchte? Ich habe eine Methode kennengelernt, die für mich sehr schlüssig ist und da geht es darum, zuerst irgendwie grob das Anliegen zu beschreiben. Das steht also immer ganz am Anfang meines Coachings und dann ein konkretes Ziel zu formulieren, was am Ende rauskommen soll. Ein weiterer Schritt besteht darin, dann dieses Ziel durch eine gezielte Frage nochmal zu untersetzen. Was möchte ich denn am Ende beantworten, wo ich auch sagen kann, okay, habe ich die Frage für mich in meiner Coaching-Session von, keine Ahnung, 90 Minuten oder 60 Minuten beantworten können.
Und diese Frage wird tatsächlich am Anfang jeder Coaching-Session für sich neu gestellt, weil häufig ist es tatsächlich so, dass zwischen Sessions ganz viel im Coachee selbst an Erkenntnissen passieren, so dass sich vielleicht einige Fragen relativ schnell auflösen oder man feststellt, es sind ganz andere Fragen, die eigentlich tatsächlich wirklich wichtig sind, die vielleicht am Anfang noch gar nicht so zum Tragen kamen. Ich möchte euch eine kleine Selbstcoaching-Aufgabe mitgeben für diejenigen, die das mal ausprobieren wollen. Wenn ihr das machen wollt, nehmt euch 5 Minuten Zeit, einen Stift und ein Blatt Papier oder ein iPad und einen Stift, jedenfalls was, um etwas aufzuschreiben. Sucht euch eine ruhige Ecke, wo ihr ungestört seid und in Ruhe arbeiten könnt. Und überlegt euch, ihr trefft auf euer Selbst, was 5 Jahre älter ist als ihr. Also was 5 Jahre in der Zukunft ist. Und schreibt mal auf, was würde denn dieses ältere Selbst von euch als Ratschlag geben? Was ist es, was ihr vielleicht aus einem Rückblick von 5 Jahren euch als Tipps gebt, um euch jetzt auf einen besseren Weg zu bringen? Welche beruflichen, persönlichen Ziele, vielleicht auch was eure Gesundheit betreffend ähm, oder vielleicht sogar spirituell jetzt am besten von euch auch verändert werden sollte. Dieser Perspektivwechsel führt einfach dazu, dass man nochmal etwas mehr Abstand dazu gewinnt und vielleicht auch etwas Klarheit und gleich schon eine Erkenntnis für sich mitnehmen kann, ohne ein Coaching in Anspruch nehmen zu müssen. Wenn ihr das Ganze gemacht habt und vielleicht sind euch ein paar gute Erkenntnisse gekommen, stellt sich die nächste Frage, und wie weiter? Was setzt ihr jetzt davon um? Was sind die nächsten Schritte, die ihr gehen könnt, um das für euch dann tatsächlich Wirklichkeit werden zu lassen? Manchmal sind es große Entscheidungen, die zu treffen sind, große Veränderungen, die im Alltag dann angenommen oder genommen werden müssen, um das zu erreichen. Und manchmal sind es aber ganz kleine Gewohnheiten, die ich verändern kann und die genauso zum Ziel führen. Wir haben uns in diesem Video also angeschaut, was es für unterschiedliche Wege gibt, ähm, sich Hilfe zu suchen bei unterschiedlichen Fragestellungen, dass ich Coaching habe, dass ich Berater habe, dass es Mentoren gibt und dass es auch in dem Kontext Therapeuten gibt, die uns unterstützen können. Wir haben gelernt, dass es auch ein Maß von unterschiedlicher Expertise und von, ich sag mal, Entwicklung einer Problemlösungsfähigkeit kommt. Und ich hoffe, dass euch das hilft, ein kleines bisschen besser einschätzen zu können, wer euch auf eurem weiteren Weg vielleicht begleiten kann. Vielleicht noch eine Bemerkung zum Schluss, dass die Begriffe teilweise auch anders verwendet werden, synonym verwendet werden, dass man aber eigentlich sich anschauen muss, was für eine Leistung steckt denn dahinter und was euch tatsächlich hilft, vielleicht die Entscheidung, die ihr vor dieser Weggabelung, vor der ihr euch befindet, zu treffen. Mich würde interessieren, was ihr für Erfahrungen mit Coaching habt oder ob ihr vielleicht eine starke Meinung zu dem Thema habt. Lasst das doch gerne in den Kommentaren da. Ansonsten freue ich mich wie immer über ein Like oder über ein Abo des Kanals, falls ihr das noch nicht gemacht habt.